Frieden für mich ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern auch diese innere Ruhe und Geborgenheit, die man fühlt, wenn man ein sicheres, würdevolles Leben führen kann in einer sicheren Gesellschaft und in einem sicheren Land. Ja, مثل إنه نتعاطف مع بعض، يعني مثل ما نضرب بعض، حتى ما نحكي مسبات، ونحاول إنه ما نضرب بعض، يعني حتى نصير يعني أصدقاء. أنا كلائلي ما بصير نضرب بعض، وممنوع العنصرية لأنه ما بعرف، ومشان نصير ناس مناح ما بصير نضرب بعض وخلاص. Frieden bedeutet für mich Freiheit. So, das ist ein ganz schön großes Wort Frieden, ja. Ich weiß gar nicht, wo das anfängt. Also es fängt an sozusagen, damit ist man zufrieden, gehört Harmonie dazu, gilt das für die ganze Welt oder für meine Umgebung. Und Frieden ist ein sehr schönes Wort, finde ich. Es bedeutet für mich halt, dass Leute gut miteinander auskommen, dass sie gut miteinander arbeiten, dass auch sozusagen die Umwelt da eine Rolle spielt. Also nicht nur der Frieden mit den Menschen, mit Mitmenschen, sondern auch mit Tieren, mit Pflanzen, dass man sozusagen in einer relativen Harmonie lebt, dass die Energie sozusagen auch gut genutzt wird, die zwischen einem ist und dann eben auch so gearbeitet wird, dass die Konflikte gut und konstruktiv miteinander gelöst werden, weil Konflikte lassen sich, glaube ich, nicht vermeiden. Es hängt eben auch davon ab, wie man mit Frieden, also im Frieden sozusagen, im Miteinander diese Konflikte sozusagen löst. السلام بوجهة نظري في نوعين من السلام الشخصي الداخلي والسلام مع الأشخاص المحاطين والبلد اللي نحن عايشين فيه. بتوقعي الإنسان ما بيقدر يحقق سلام شامل إذا ما كان عنده سلام داخلي مع ذاته بنفسه، وهذا الشيء يحتاج إلى ثقافة وتعايش بين الثقافات المختلفة لحتى نكون قادرين نعيش بسلام مع بعض، مع أنفسنا بالأول ومع الآخرين ثانيا. أما السلام الخارجي المتعلق بالسياسة فهذا كمان بيعتمد على مستوى الوعي اللي الحكومة هي اللي بتعيش المواطنين بالتكاتف مع الدولة الواحدة ومع دول الجيران. ولحتى نحقق هذا السلام لازم تبدأ هاي السلام هاي مع المحبة، فإذا ما كانت المحبة انعدمت المحبة تنعدم السلام معها. Frieden bedeutet für mich ein Zusammenleben ohne Konflikte um Glauben, Territorien und Geld. Frieden bedeutet für mich das interkulturelle Miteinander, Zusammenleben und Akzeptanz, dass es auch Unterschiede gibt und dass einfach friedvoll miteinander umgegangen wird. نقدر نعيش بسلام بغض النظر وين ما نحن موجودين، ما يكون في عنصرية، نقدر نمارس ديانتنا أو عاداتنا وتقاليدنا مثل ما بدنا من دون ما. معنى السلام إنه يعني الكل بخير، أو إنه كل شيء يكون إنه منيح أو هيك. Okay, das Wort Frieden bedeutet für mich, dass wir uns mit allen zusammen einigen können, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben oder unterschiedliche Sichten, dass wir immer eine Ebene finden, auf der wir miteinander sprechen können. Genau, also wie schaffe ich Frieden in meinem Leben? So in meinem alltäglichen Dasein, eigentlich, indem ich mich viel verbinde und viel connecte. Auch ich habe einen großen Freundeskreis und dadurch kommen immer wieder viele verschiedene Leute zusammen, weil sich ja jeder weiterentwickelt. Und das ist ein harmonisches Miteinander. Und auch wenn wir diskutieren über bestimmte Themen, merken wir dann auch, okay, wir haben die Standpunkte und wir sind trotzdem
harmonisch miteinander. Ich Leben in meinem Leben schaffe, indem ich halt den Menschen halt Gutes zeige, gutes Verhalten, gute Gefühle, die glücklich machen. Mache keinen Krieg oder Ärger, weil das ist nicht schön. Und Frieden schaffe ich mir, indem ich eine entspannte Person bin. Ich würde sagen, für den Frieden kann man selbst im Kleinen in der Familie schon dafür sorgen, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man sich respektvoll behandelt, dass man die Kinder schon als ganze Menschen sieht und nicht als fehlerhafte Wesen, die man irgendwie in eine Richtung drängen muss oder denen man physische oder psychische Gewalt zufügen muss, damit sie zu richtigen Menschen werden. Und ich denke, dass das ganz viel für den Frieden tut, nicht nur auf politische Art, sondern ich glaube, dass Kinder, die inneren Frieden tief in sich fühlen, Zufriedenheit in sich fühlen, zu friedlichen Erwachsenen werden. Ich schaffe Frieden in meinem Leben mit Humor und Lachen. Nicht alle Dinge zu ernst zu nehmen, sondern mit Abstand drauf zu schauen. Das macht einen friedlicheren Blick auf die Welt. Oh, das ist aber schön und jetzt schwer. Ich glaube, ich versuche in meiner Familie viel Verständnis, viel Kommunikation zu haben und dadurch ja, genau, also auch Konflikte, aber eben im Gespräch zu sein. I create peace in my life by pursuing my passions and by being nice to other people and just enjoying life in general. Frieden schaffe ich in meinem Leben durch das Miteinander, durch das Zusammenarbeit, durch die Akzeptanz, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und ja, dass man sich einfach gemeinsam akzeptiert, so wie man zusammenleben kann. أتمنى بيوم السلام إنه كل شيء كان إنه قبل مثل إنه يعني حرب أو عنصرية أو شيء إنه هذا الشيء ينتهي يعني فإنه هو إنه يوم السلام بحب إنه مثلا يكون خلص سلام فيه تام لكل الناس والشعب. Ich versuche, alle Menschen so zu lassen, wie sie sind. Ich bin immer freundlich und hoffe, dass auch alle anderen zu mir freundlich sind, denn ich denke, mit mehr Freundlichkeit im Leben könnten wir viel leichter Probleme und Konflikte lösen. Also ich glaube, um Halle zum friedlichen Ort zu machen, spielt Toleranz eine große Rolle. Also dass man jeden toleriert, egal was er ist. Man muss ja nicht unbedingt die Meinung von anderen unterstützen, aber es ist wichtig, dass man sie akzeptiert und so kommt es auch nicht zu Streitigkeiten, nicht zu Prügeleien und so auch nicht zu schlimmeren Sachen. Also indem wir uns einfach einander akzeptieren und leben lassen. So denke ich, ist Halle sehr friedlich. Ich könnte mir vorstellen, damit Halle ein friedlicherer Ort wird, dass man mehr Orte schafft, um sich auszutauschen, wo wirklich viele verschiedene Leute irgendwie aufeinandertreffen und dann man vielleicht auch ein Stück weit die Angst verliert, vielleicht auch die eigene Komfortzone zu verlassen und dann merkt, dass Frieden eigentlich gar nicht so schwer ist und dass es eigentlich möglich ist und für alle schön. Ja, ich glaube, wie überall ist es wichtig, dass sich Akteure vernetzen oder überhaupt Menschen vernetzen und einander kennenlernen und das Gemeinsame finden und sich austauschen, einander näher kommen und durch das Kennenlernen überwindet man einfach auch Angst oder Unsicherheit dem Fremden gegenüber und dadurch wachsen wir zusammen. شغلاتي إنه علشان يصير خير بمدينة هلا زعرة إنه نعيش مع بعض ما نسوي ولا شيء نسوي بالدراسة نصير نشتغل أي شيء نحاول نجمع يعني هيك علشان يصير معانا عائلة كويسة كتير وكمان بتكون الدراسة هي اللي مسوية كل هذا. Ja, ich denke, um Halle zu einem friedlicheren Ort zu machen, denke ich, es sind viele Projekte oder Möglichkeiten, um Projekte zu starten, um mehr miteinander zu kommunizieren und in Kommunikation zu treten. Und einfach auch vielleicht der Glauben daran, dass wir dolle verschieden sind, damit zu arbeiten und motiviert miteinander
in Kontakt zu treten und dadurch zu merken, dass wir eigentlich alle Menschen sind und dementsprechend verbunden? Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, mehrere Veranstaltungen dieser Art hier zu haben, wo Leute miteinander in Berührung kommen, sich begegnen, um einfach ein bisschen mehr voneinander zu erfahren. Ich glaube, oftmals hat das damit zu tun, dass Leute voreinander Angst haben, weil sie sich nicht kennen. Man denkt, sie haben ganz anderes Denken und Fühlen und wollen ganz andere Dinge als man selbst, aber letztendlich wollen wir, glaube ich, alle das Gleiche. Wir wollen unsere Kinder in Ruhe großziehen, wir wollen genug zu essen haben, wir wollen in Frieden leben. Das ist im Endeffekt das, was uns alle verbindet, und das ist das, was eigentlich auch Frieden schaffen sollte. Also indem man quasi einfach mehr miteinander zu tun hat und sich besser kennenlernt und einfach merkt, dass der andere gar nicht so fremd ist wie man selber und das Gleiche möchte in seinem Leben wie man selbst auch. ماذا تعني كلمة السلام بالنسبة لك؟ كلمة السلام تعني بالنسبة لي التفاهم مع الآخرين يعني العيش في مجتمع يتفاهم معك وما يجي ضدك، يعني هذا المجتمع يكون متفهم لظروفك وأنت كمان تكون متفهم له، فهاي هي بالنسبة لي يعني تعني كلمة السلام. السؤال الثاني كيف تصنع السلام في حياتك؟ الواحد بأفكاره ممكن يصنع السلام إنه يكون متفهم للآخرين وما يتعامل مع الأشياء الظروف بانفعالية كبيرة يعني، ويحاول ياخد كل شيء ببساطة يعني مو بانفعالية. والسؤال الثالث ماذا يمكننا أن نفعل لجعل هالة مكان أكثر سلاما؟ ممكن إنه نحن نحسن صورة هذا المكان لأنه ونحارب العالم اللي عم تعطي صورة سيئة عن هذا المكان ونحاول نشتغل فيه لنضبطه أكثر ويكون أحسن يعني وتصير سمعته أحسن، ونحاول كتير نحارب الأشخاص اللي عم يسوقوا هاي الصورة تبع المكان هذا. Ich würde sagen, Frieden ist was ganz Wichtiges und muss beschützt werden. Es ist nicht selbstverständlich und dafür muss man jeden Tag eigentlich kämpfen. Ja. طبعا جمع سلام قالك تشتغلك مهمة، بس بنفس الوقت نماية، يعني انه اخص اغلبية دولتي ما يعني عرب عوانا السلام ولو قالك نماية طبعا نظام سنجي كيه سنجي حكومات سنجي شعب خي ليه برأيام السلام نبس إنه يعني حرب أو ناهبة وكشتن وناهبة وخطف وناهبة السلام نما بين ناي برأيام نجي إنه السلام نهضري إنسان دا وقته ذكر شيء هبة وحش هبدو نكن جمناي هبة أبناء يعني إيش حربي خرابتر لأنه أبناء دقهيني روجكي ببي حرب وببي كشتن وببي خطف وببي جمناي وقتاج أول ده حاج هبدو نكن آري هبدو نكن يجبروا له أجي يعني بويد الصالة ملفر وأصخازم تشتكوا له شيء بكن إنه از ملتي كرد بكن من هبدو الفر كقدر الإمكان إسكارهم يعني عم تشنا شيء بكن يعني أم حج هبدو بكن بيحتر أم آري هبدو بكن طلاب جلك هنا دعم دخازن يعني بلكي نوير انت شخورت شتكى باش فكر بس هم توازن بالشغل ام توازن وبكين تشتكي انه نا بخوين بكين تشتي بلند برا ملتي دي بحسما تشتكى باش بكي. Ja, also wenn ich eine Botschaft senden dürfte, dann würde ich auf jeden Fall darauf aufmerksam machen wollen, dass wir alle auf einer einzigen Erde wohnen. Also wir haben eine kleine Erde, einen kleinen blauen Punkt, wo wir wohnen in diesem Weltall, und wir müssen uns mit fast 8 Milliarden Menschen dort zusammenfinden. Wir haben nichts anderes im Moment. Es gibt da draußen im Universum im Moment keinen Ort, der besser passen würde für uns. Und wir müssen uns irgendwie einigen, wie wir auf unserem Raumschiff zusammen leben. بتمنى انه كل شيء انا بحبه انه اول شيء انه اضل انه دائما هيك انه منيحة، وثاني شيء انه احلى امنيات مو يعني قصدي مثل انه اضل مع عائلتي بسلام بس. Meine Botschaft für den Internationalen Friedenstag: Lasst die Leute so, wie sie sein möchten, akzeptiert uns gegenseitig in all den Charakteristika, die wir haben. Wenn wir nett zueinander sind, dann kann auch nichts Schlimmes passieren.
Ich wünsche mir für den Internationalen Friedenstag, dass sich die 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten einfach alle lieb haben und sich keiner niemals streitet.